Ein wichtiger Faktor, der manchmal einfach zu kurz kommt beim Trompete üben, ist das Trainieren unserer Atmung. Da gibt es unterschiedlichste Schulen und meine Favoriten ist immer das Trainingsgerät. Das heißt, hier habe ich ja die Möglichkeit zu visualisieren, was ich da ein- bzw. ausatme. Und ich habe hier mal meine Favoriten dabei und die stelle ich euch jetzt Schritt für Schritt vor. Wir kümmern uns erst um die Einatmung. Und dafür habe ich den RespiFlow 5000 deswegen, weil hier 5 Liter gemessen werden können, also Lungenvolumen. Und darum geht es einfach, man hat hier, ich zeige es mal von dieser Seite, einen Schwimmer, der muss in diesem klaren Feld sich bewegen. Und man hat hier so einen großen Schwimmer, der nach und nach eben nach oben geht. Und da kann man dann eben messen und einstellen. Ich habe heute 4 Liter Lungenvolumen zum Beispiel. Und je nachdem, wie intensiv man trainiert, über einen längeren Zeitraum, kann man eventuell den Regler nach oben bringen bis zum Maximum. Also wir testen das Ganze gleich mal. Ausatmen ist jetzt hier wichtig, weil wir kümmern uns ja um die Einatmung. Also muss die Luft erstmal raus. Alles raus. Jawohl. Jetzt war ich etwas über 4 Liter. Wunderbar. Und da stelle ich gleich mal diesen Regler hier auf etwas über 4 Liter ein und kann dann eben dementsprechend in den nächsten Wochen kontrollieren, ob sich was verbessert oder eben nicht. So, wir gehen jetzt gleich mal zum zweiten Gerät und zwar zum Treeball. Hier messe ich und zwar wie viel Kubikzentimeter Luft ich innerhalb von einer Sekunde einatme. Die Stufe 1 sind 600, Stufe 2 900 und Stufe 3 sind hier 1200 Kubikzentimeter Luft. Und jetzt geht es hier darum, dass ich möglichst schnell einatme. Also das Ziel ist am Ende, dass alle 3 Kugeln oben an der Decke schweben. Das heißt, ich atme vorher ein bisschen aus und jetzt schnell Luft rein. Ist natürlich immer super, man hat hier so eine Visualisierung und schafft dann eventuell 3 Bälle. Ja, wenn man es nicht gewohnt ist, dann hängt man meistens beim zweiten auf Übergang zum dritten und trainiert eben dann, dass man die dritte Kugel auch noch nach oben bringt. Jawohl. Wir gehen jetzt zum Kombinationsinstrument und zwar zu diesem Ultra Breath. Da kann man trainieren die Ein- bzw. auch Ausatmung. Man hat hier 2 so Stellschrauben, die man individuell einstellen kann. Und ihr seht schon, wenn ich hier aufschraube, geht hier eine Öffnung auf. Und umso weiter die natürlich offen ist, umso mehr Luft geht da durch. Das heißt, umso schneller kann ich ein- bzw. ausatmen. Man merkt, man hat ein bisschen Widerstand und es geht jetzt nicht so frei rein. Aber das ist ja das Training. Und dann geht es auch um die Ausatmung. Und je nachdem, was ich eben einstelle, wie viel Luft eben dieser Spalt durchlässt, habe ich da gleich eben den Widerstand. Und kann eben so hier trainieren, ein- bzw. auszuatmen. Also ein gutes Kombi-Instrument, dieser Ultra Breath. Visualisierung macht immer Spaß und da gibt es natürlich auch Trainingsgeräte, die man zum Beispiel mit seinem Trompetenmundstück trainieren kann. Und da gibt es den Astra. Der hat hier so einen Käfig und da kommt dann individuell eine der Kugeln rein. Ich habe jetzt hier noch 3. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4. Die Stufe 1 habe ich verloren, eben auch selten damit trainiert. Und ich gehe meistens dann schon zur Stufe 4. Das ist bei mir jetzt der rote Styroporball. Der ist schwer, dann ist er auch noch rot lackiert, also hat ein bisschen mehr Gewicht. Und ich benötige mein Trompetenmundstück. Und jetzt könnte man denken, man muss jetzt per Buzzing versuchen, die Kugel hier hochzubringen. Das ist aber falsch. Man macht seinen Trompetenansatz und dann versucht man, die Kugel eben nach oben zu bringen. Und eben oben schweben zu lassen. Und da merkt man auch wieder hier im Bauchbereich, oha, okay, da kommt richtig Power ins Spiel. Da merkt man richtig, dass der Zwerchfellmuskel atmet. Zwischenrippenmuskulatur natürlich auch. Hier muss man auch wieder aufpassen, dass der Hals nicht zugeht. Und dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Trainingsgerät. Und zwar zum Teach Air. Das ist auch super. Schnur, dann kann man sich umhängen und dann fallen lassen und direkt ins Instrument gehen. Also das heißt, man hat hier wenig Zeitverlust zwischen Teach Air und Trompete spielen. Hier geht es letztendlich darum, dass man
den Luftstrom trainiert. Und ihr habt schon gehört, er strömt auch richtig. Also hier hat man auch ein akustisches Feedback eben beim Training mit dem Teach Air. Ein Tipp von einem Trompeter-Kollegen habe ich mal bekommen. Und zwar gibt es hier dieses Trainingsgerät. Da ist eine schwere Kugel drin und man hat hier auch verschiedene Stärken wieder. Und hier geht es eben darum, dass man ausatmet und diese Kugel da vorne eben in Bewegung versetzt. Hört mal hin. Also hier geht es darum, dass man viel Luft schnell ausatmet. Es gibt hier so ein Flutter-Gerät, das ist eigentlich ein medizinisches Produkt. Da geht es darum, um die Behandlung von COPD-Patienten, die eben durch dieses Wabern eventuell dann dieses Abhusten von Ablagerungen in der Lunge trainieren kann. Aber für uns Trompeter natürlich auch immer ganz gut, vor allem im Wechsel zu anderen Trainingsgeräten. Sehr interessant. Luft in Bewegung zu versetzen. Und dadurch, dass ich so ein großes Mundstück habe, merke ich, der Kehlkopf geht sofort auf. Und nach dem Training mit diesen Geräten geht es eben dann ins Trompetentraining. Das heißt, hier habe ich jetzt versucht, die Lunge weit zu machen, zu befüllen kontrolliert und wieder Luft kontrolliert nach außen zu bringen. Und du wirst merken, wenn du jetzt Trompete spielst, du spielst mit mehr Luft und hast automatisch besseren Sound. Pass aber auf, dass du nicht vom Sound her viel zu laut spielst, also ins Fortissimo und noch mehr. Es geht darum, dass wir Luft bewusst ein- und ausatmen und hier dann den Übertrag zum Instrument machen. Natürlich kann man auch jederzeit beim Stück Schlauch trainieren, das weitet den Kehlkopf auch bei der Ein- und bei der Ausatmung. Und es gibt auch unzählige Übungen anhand von der Trompete. Aber mir war es heute wichtig, meine Gerätschaften dir vorzustellen, welche ich gerne und vor allem auch regelmäßig nutze. Und ich wechsle da auch immer ab. Das heißt, ich mache natürlich nicht jeden Tag alle Geräte, sondern ich mache mal ein paar Tage zum Beispiel mit dem Respiflow. Der ist natürlich immer schön, ne? Man kann hier gut ablesen, wie viel man denn heute reinbringt. Und ansonsten geht es mir auch immer sehr viel darum, Luft nach außen zu bringen. Kontrolliert und vor allem bewusst. Nutzt du Trainingsgeräte für dein Atemtraining? Dann schreib es gerne in die Kommentare oder schreib mir persönlich, wunderbar. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr ein Like und Abo dalasst. Dann sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.